Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute eine Folge von der TACON aus Leipzig mitgebracht. Bei mir zu Gast war spontanerweise Georg Haupt. Wir haben jetzt mehrere Anläufe gebraucht, aber jetzt hier auf der TACON haben wir es endlich geschafft, mal gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Wir haben über das Thema Quality Storming gesprochen. Ein Workshop-Format, das Georg irgendwie nebenbei erfunden hat und das hilft, die Qualität über den ganzen Softwareentwicklungsprozess und weiter darüber hinaus zu betrachten. Und was Quality Storming auch mit der NASA oder mit Kochen zu tun hat, das verrät uns Georg in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß dabei. Hallo Georg, schön, dass du da bist. Ja, moin, sei gegrüßt. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Ja, da haben wir es endlich geschafft. Im German Testing Day haben wir uns knapp verpasst. Da wollten wir eigentlich, haben wir es nicht geschafft. Ja, Aber jetzt hier auf der TACON, da sind wir zusammen. das ist der Vorteil. Ne? Weil die ganzen Konferenzen bringen uns immer wieder zusammen. Auf jeden Du Fall. schaffst es ja auch nicht, nach Hamburg zu kommen. Und Das deswegen, stimmt, so selten, ja. ja, Aber wir haben beide Ausreden gefunden. das ist, wir finden Ausreden, ja. Gerade habe ich noch gesehen, du hast hier so ein Agile Jenga-Spiel jetzt in der Ja. Mittagspause spontan gemacht. Und das ist ja auch das, glaube ich, wofür dich die Community mitbewundert. Du bist ja ein Macher, ein Agilist, ein Schnelldenker und ein Zusammenbringer vor dem Herrn. Du willst, dass ich rot werde, oder? Ja, Das ist dein das Ziel. ist mein Ziel, ja. Das Ich gelingt möchte- dir. Genau. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, nee, also deswegen freut es mich umso mehr, dass du als ein Top-Contributor für die Community hier jetzt auch bei mir in meinem Podcast bist und wir gemeinsam eine Aufnahme machen können. Vielen Dank. Und wir haben vorher gesagt, worüber sprechen wir? Wir könnten über Gott und die Welt sprechen. Können wir auch mal machen, aber das machen wir vielleicht beim Abendevent heute dann. Heute soll es mal gehen, Thema Quality Storming. Hast du gesagt, Quality Storming habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? Also Quality Storming ist eigentlich ein Workshop-Format, was ich mir mal ausgedacht habe, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich mir da was ausgedacht habe damals. Sehr spannende Geschichte. Und damit kann man seine eigenen Prozesse analysieren. Der Hintergrund ist so ein bisschen, ein guter Prozess macht ein gutes Produkt. Und da habe ich halt zwei Welten miteinander verheiratet, die eigentlich nicht zusammengehören. Und zwar einmal die Welt der Küche und Lebensmittelverarbeitung, ein bisschen die NASA, kann ich vielleicht noch später erklären, und eben die Welt der IT-Technik, wo man eben Dinge macht. Und es ist agil, weil es ist mit Zettelkleben. Wir wissen ja alle, agil ist das mit den das mit dem Zettelkleben. Post-its, Genau, ja. das ist immer das Agile, ja. Und Kochen passt ja, du bist ja gelernter Koch. Korrekt, ne? ja. Also das muss ja eigentlich dann zusammenpassen. Ne? Ja, ist ja fast das Gleiche. Ne? Softwarecoden oder Software oder irgendwelche Lebensmittel zusammenschmeißen, Ja. ist ja annähernd das Gleiche. Am Ende muss irgendeiner probieren. Ja, genau. Ja. Bevor wir drauf schauen, was es wirklich ist, du hast gesagt, was ist denn so die Historie, wo kommt es denn her? Ja, also die NASA hat ja in den Ende 50er angefangen, sich so ein bisschen intensiver mit Weltraum zu beschäftigen. Und da gab es dieses tolle Mercury-Programm, wo es darum ging, einen Menschen in den All zu schießen. Und das Tolle ist halt, der sollte 15 Minuten da oben sein. Das heißt, der brauchte nichts zu essen. Dann kamen die Russen, die waren schneller, haben zuerst den Mensch gehabt und dann hieß es, die wollen wir jemanden zum Mond schicken. Also sagte die NASA, wir wollen auch jemanden zum Mond schicken. Jetzt war das Problem, die mussten Menschen aber verpflegen, mehrere Tage. Und die hatten Angst, dass die eben durch das Essen krank werden, die Astronauten. Und die mussten also jetzt irgendetwas herstellen, wo sicher ist, dass die Lebensmittel nicht kontaminiert sind durch Schadstoffe, durch Giftstoffe. Die hatten ja auch Angst vor Spionage und Giftstoffe und so weiter. Das war ja alles hochpolitisch. Also haben die sich Menschen gesucht aus der Lebensmittelindustrie, weil die eigentlichen NASA-Mitarbeiter, das waren alles Ingenieure. Ja. Die hatten keine Ahnung von Lebensmittelverarbeitung und die hatten nur so Qualitätstechniken, die eben aus der Ingenieurskunst kamen. Also haben sie sich diese Lebensmittelmenschen gesucht und gesagt, wir brauchen einen Prozess, eine Methode, um sicherzustellen, dass das, was wir den Menschen da oben zu essen geben, 100%ig kontaminierungsfrei ist. Stellt euch das mal vor bei Software oder stellt dir das vor bei Software. Das ist doch schwierig zu sagen, ich möchte einen Prozess, der mir sagt, dass die Software am Ende 100%ig frei ist von Fehlern. Oder zumindest so frei, dass der User keine Fehler finden wird. Schwierig. Also haben die sich da etwas überlegt, das nennt sich Hazard Analysis Critical Control Points, kurz HACCP.
wurde irgendwann später übernommen von der World Health Organization, also von der UNO, die hat das übernommen, weltweit. Und mittlerweile ist es seit 2006 auch in allen EU-Staaten bindend verpflichtet, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben nach HACCP zu arbeiten. Also ich als Koch habe das halt gelernt. Ja, so ich von der Pike auf. Ja. Was macht man da? Man kontrolliert quasi, ich sag mal, von der Milch, die aus der Kuh kommt, bis hin zur Sahne, die auf der Torte ist, den gesamten Wertschöpfungsprozess, den gesamten Herstellungsprozess und hat identifiziert Stellen, wo das kontaminiert werden könnte durch Fehler, durch irgendetwas, also durch Dreck, durch Schmutz, durch Temperaturveränderung. Die Kühlkette ist so ein Begriff, den irgendwie jeder schon mal gehört hat. Das kommt daher. Und das wird dann halt lückenlos kontrolliert. Und als Koch macht man das halt auch. Man kontrolliert halt eben, wo in meinem Herstellungsprozess kann meine Ware verderben. Meinetwegen, ich mache eine Sauce Hollandaise, da ist ja rohes Ei drin. Rohes Ei ist immer gefährlich. Also muss ich halt mit Temperaturen arbeiten und sicherstellen, dass das rohe Ei nicht länger wie so und so viele Stunden warm gehalten wird und dann wird es vernichtet. Das muss ich ja sicherstellen, dass das passiert. Weil wenn es nicht getan wird, dann ist man mit einem Bein im Knast. Ja, weil ja eben Menschen eben zum Beispiel Salmonellen bekommen, was ja gefährlich ist. Heißt also, wir analysieren unsere Prozesse und finden Gefahrenpunkte. Deswegen HACCP. Ja. Und diese Gefahrenpunkte, die jetzt versucht man herauszufinden, an diesen Gefahrenpunkten, was kann ich dafür tun, dass nichts passiert. Irgendwann später war ich nicht mehr in der Kochumfeld, sondern war in der IT. Und da habe ich jetzt irgendwann was kennengelernt, das nennt sich Event Storming. Das kommt eigentlich aus dem Domain-Driven Design, wo man eben Zettel klebt und den eben Handlungsprozesse in seiner zukünftigen Software, die man schreiben will, vom User mit Zetteln, mit Events definiert und dann sagt, was muss vorher passieren, was muss nachher passieren, was braucht der User und anhand dessen wird quasi das Design der Software hergestellt. Das ist so Event Storming. Das habe ich kennengelernt und fand das ziemlich cool und habe dann irgendwann instinktiv, wo ich dann in der Rolle Testmanager, Quality Manager und so war, instinktiv diese beiden Welten miteinander verheiratet. Ich habe also eine Art Event-Storming gemacht mit deutlich weniger regressiven Regeln wie bei echtem Event-Storming und habe aber das versucht, meinen Herstellungsprozess der Software team- und rollenübergreifend zu analysieren. Ah, sehr cool. Es ist ja also so quasi von der Sauce Hollandaise quasi in die Softwareentwicklung. Ist Also beides mit S, von daher muss gleich sein. Ja, passt schon. Genau, ja. Ja, sehr cool. Und wie funktioniert das? Also pack mal aus, wie das da. Ja, also es ist ja eigentlich also ganz viele haben es schon ausprobiert, es ist kein Geheimnis mittlerweile. Ich habe da auch schon diverse Artikel drüber geschrieben. Wichtig ist, dass es gut moderiert wird. Also wie jedes andere Workshop-Format lebt und stirbt es von zwei Dingen. Einmal die Moderation, einmal die Kollaboration der Menschen, die daran beteiligt sind. Und wenn ich das nicht gut moderiere, funktioniert das nicht. Die moderierende Rolle, also der Moderator, die Moderatorin, schreibt auf einen Post-it, einen großen Post-it, ein wie auch immer gearteten Start-Event. Zum Beispiel, die Idee für eine Software ist geboren. Nämlich an eine Wand. Der Raum, in dem wir sind, der ist leer. Da gibt es keine Stühle, keine Tische, vielleicht einen Tisch, um das Material abzulegen, aber das war's. Ansonsten leer. Das heißt, wir arbeiten im Stehen und haben nur freie Wände, so wie hier. Ja. So. Und auf diese Zettel werden jetzt verschiedene Events von den Workshop-Teilnehmenden geschrieben. Das heißt also, ich habe mein Start-Event als Moderator, das habe ich daran gehängt. Auf der anderen Seite des Raumes, an einer anderen Wand, hänge ich das Endevent. Zum Beispiel, das neue Feature wird vom Kunden genutzt. So, dazwischen passieren jetzt ganz viele Dinge. Ja, Leute machen Requirements-Erhebungen, es werden Reviews durchgeführt, es wird Code geschrieben, es werden Automatisierungen hergestellt, es werden Testfälle designt, es werden tausende von Dingen passieren. Und dadurch, dass bei dem Workshop verschiedene Menschen dabei sind, aus unterschiedlichsten Rollen, also ich habe Leute, die testen, ich habe Leute, die entwickeln, ich habe meinetwegen BA-Menschen dabei, ich habe Support-Mitarbeiter, immer wertvoll, großartig, ja, Support-Mitarbeiter dabei, ich habe, keine Ahnung, irgendwelche Scrum-Rollen, Scrum Master oder irgendwas, vollkommen egal. Also alle Menschen, die irgendetwas zu unserem Prozess sagen können, sind dabei und kleben jetzt ihren Zettel aus ihrer Sicht der Dinge. Ich habe das schon oft gemacht. Viele Firmen haben da schon eine echte Hürde. Ja, das glaube ich. Ja, also allein die Zettel, diese Events, in einer chronologisch korrekten Reihenfolge im Uhrzeigersinn dazwischen zwischen dem Rahmen,
Das ist für viele schon eine Herausforderung. Ja, findet also, keine Ahnung, die Testfallerhebung statt, bevor die Akzeptanzkriterien definiert wurden? Oder findet das Review A statt, bevor Pair-Coding B? Oder, also das ist schon echt eine Herausforderung. Genau das will ich ja. Ne? Also ein ganz wichtiger Aspekt von dieser Geschichte ist halt Kommunikation. Ja, redet miteinander, redet miteinander, redet miteinander. Ja, mein Nachbar braucht etwas von mir und ich brauche was von jemand anderes, aber wir wissen gegenseitig nicht voneinander. Und dabei passiert ganz viel Learning. Und man setzt so 4 Stunden an für so einen Workshop. Wie ein gutes Workshop-Format kann das schon mal einen Vormittag dauern, mit Pausen natürlich. Dann hat man halt seinen Herstellungsprozess von seiner Software erstmal nur an der Wand. Der Weg dahin, wie gesagt, ist steinig, aber das ist ja schon mal der erste Schritt. Vor allem, es ist ja die Realität. Ne? Also man hat Genau, ja oft so Prozessbeschreibungen, aber da steht ja irgendwas drin und die Realität sieht ganz anders aus. In der Regel ist das so. Das ist auch immer, also aus der moderierenden Rolle, wo man immer wieder eingreifen muss, weil es immer wieder Menschen gibt in dieser Runde, gerne so Alpha-Menschen, die sagen, das kann aber gar nicht sein. Wir sollen ja so und so. Nee, wir sollen interessiert aber keinen. Es soll ja der Ist-Prozess, wie er gelebt wird, soll ja da dranhängen. Und der ist selten so, wie er irgendwo festgeschrieben ist. Aber darum geht es ja. Wir wollen ja unser erster Prozess. Aber das hat jetzt noch nicht viel mit HACCP zu tun. Das ist ja erstmal nur der Prozess. Und jetzt gibt es verschiedenste Varianten, wie man mit diesem Prozess umgehen kann. Die erste Variante ist, wir prüfen einmal, wir nehmen uns einen Beispielfehler vom letzten Sprint, letzte Iteration, irgendein Beispielfehler. Es geht nicht auf gar keinen Fall um Fingerpointing. Aber wir gucken einfach mal, was für einen Fehler haben wir. Und den markiere ich ich nenne das immer der Stream. Ja? Also in diesem Stream markieren wir jetzt einmal für alle sichtbar, wo ist dieser Fehler gefunden worden. Üblicherweise irgendwie beim Kunden. So, und dann hängen wir da groß dran, großes Ding, hier ist der gefunden worden. Dann nimmt man früher habe ich ein rotes Band genommen, so ein Wollband. Mittlerweile bin ich ein bisschen weiter. Kreppband, kennst du, ne? Ja. Nimmt man also Kreppband, klebt das an die Wand und zieht das quer durch den Raum auf Kopfhöhe zu der Stelle, wo ist denn der Fehler eigentlich ins Produkt hineingekommen. Ja. Jetzt hängt also Ewigkeiten dieses Kreppband im Weg. Und wenn wir uns jetzt hier im Raum bewegen, muss man da immer unter durchsteigen. Ja. So kann man Fehler auch wirklich spüren. Ja. Da spüre ich auch gerade einen Fehler. Ja, genau. Das ist schön laut. So, also so kannst du Fehler wirklich körperlich spürbar machen. Und dann gibt es so eine Regel, das ist mehr eine spaßige Regel, wenn man jetzt an diesem Band hängen bleibt und das Band runterreißt, das kostet einen Kasten Bier Strafe. Ja, oder ein Zentner Tabak, Hektar Butterkuchen oder Karton Prosecco, was gerade so die gängige Währung ist da. Ne? Und die Aufgabe der Workshop-Teilnehmer ist es jetzt, wie kriegen wir dieses Band kürzer? Also was haben wir dazwischen getan eigentlich? Ja. Warum haben wir nicht herausgefunden mit dem, was wir getan haben, was da schiefgelaufen ist in dem Produkt? Es geht gar nicht mehr um die Sache, was ist da schiefgelaufen, das wäre ja Debugging, sondern es geht jetzt nur noch darum, was haben wir so in unserem Prozess getan eigentlich? Da haben wir eine Testautomatisierung, ja, was haben wir denn automatisiert? Ja, was habt ihr denn geguckt? Ja, also es gibt verschiedene Dinge, die wir gemacht haben und die haben ja offensichtlich nicht das erreicht, was wir hätten erreichen sollen. Und das heißt, jetzt hat der Gast quasi eine Eierspeise bekommen, die voller Salmonellen ist. Der ist jetzt tot. Ja. In der Küche ist das halt, da gibt es keine zweite Chance an diesen Stellen. Ne? Der kommt nie wieder, wenn er tot ist. Also das ist total gemein, aber die machen es einfach nicht. Ne? So. Ja. Und dementsprechend also muss man da eben halt gucken, was können wir jetzt machen an diesen Stellen, wo können wir jetzt eingreifen und unseren Prozess zu verbessern. Das ist die eine Variante. Ja. Die zweite Variante ist, dass man also einen Fehler identifiziert, wieder ein Beispielfehler und guckt, wo ist der entstanden. Da hängt man aber kein Band hin oder irgendetwas, sondern jetzt analysieren wir alles, was davor passiert ist. Ja. Was hat eigentlich in unserem Prozess den Fehler im Entstehen schon begünstigt? Ja, wo ist eigentlich, man nennt es nach ISTQB, nach Foundation Level, nennt man das im neuen Lehrplan, heißt es ja die Grundursachenforschung. Das ist ja jetzt wunderbar, jetzt wieder endlich mal gut aufgenommen worden im Lehrplan. Ja, das heißt also, was hat mich dazu gebracht, als Mensch, den Code falsch zu schreiben? Oder oft ist es ja auch die Anforderung, ne? Die Anforderung so zu formulieren. Kommen wir oft darauf, dass es irgendwie
irgendwie, sagen wir mal, daran liegt, dass zu viele Informationen gleichzeitig auf den Menschen eingeprasselt sind, dass es sehr komplex war, das Thema, mit dem ich mich beschäftigen konnte, dass ich 3 Aufgaben gleichzeitig machen musste, dass die Tür ständig aufgeht, all solche Dinge. Und was wir dann wiederum tun können, ist Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Fehler überhaupt erst entstehen. Ja, da gilt das Pareto-Prinzip. Man sagt ja, 20% der Ursachen sind für 80% der Fehler zuständig. Und damit kann man das wunderbar identifizieren. Und eine Variante gibt es noch, darf ich kurz? Ja, klar. Die dritte Variante ist quasi die klassische Prozessverbesserung. Prozessverbesserung hat ja immer einen Zweck, ein Ziel. Wir möchten schneller werden, was auch immer. Wir möchten besser werden, schneller werden, bunter werden, was auch immer. Und während wir jetzt diesen Stream kleben, also ganz am Anfang schon, muss ich aus der moderierenden Rolle jetzt darauf achten, an welchen Stellen gibt es Unstimmigkeiten? Wo diskutieren die Menschen? Wo machen die Dinge so, dass ich aufmerke? Oder wo fehlt mir etwas hier? Und dann nehme ich ein großes Post-it und male da einen Blitz drauf. Markiere also die markanten Stellen, die es würdig sind, in diesem Prozess hier mal betrachtet zu werden. Wenn wir das haben, dann haben wir den Stream hängen mit, keine Ahnung, 5, 6 verschiedenen Blitze und man findet immer irgendwas, garantiere ich dir. Das glaube ich. Dann hängt man unter diesem Blitz ein großes Plakat, so ein Flipchart und markiert jetzt erstmal ein paar Dinge. Erstens für die Events rund um diesen Blitz. Was für Vorbedingungen brauchen diese Events, damit sie eigentlich vollendet sind? Ja, also wenn ich sage, ich muss die Testcases geschrieben, also habe die Testcases geschrieben oder was auch immer, oder die Tabelle gebaut, was brauche ich? Ja, ich brauche die Information, das Tool muss laufen, das definiere ich, aber jeder wiederum aus seiner Rolle. Ja. Denn des Weiteren definieren wir die Akteure, die daran beteiligt sind. Maschinen und auch Menschen. Wer ist da eigentlich alles dran beteiligt und wen hätten wir gerne, also wünschenswert, ist aber nie da, ist nie greifbar. Gibt's ja, in einigen Firmen kommt das ja mal vor, dass da Menschen nicht greifbar sind. Ja, so ist es. Soll es geben, habe ich mal gehört. So, das kann man jetzt wunderbar definieren. Jetzt haben wir ja unten dieses große Metaplanwand steckt da hängen und das stört jetzt ja, das muss ja irgendwie weg. Das heißt also, wir definieren jetzt Freiwillige aus dieser Workshop-Gruppe, die sich mit diesem Blitz beschäftigen möchten. Und die definieren halt eben 50% Solution, Ziele für in 3 Monate, was sind unsere ersten Schritte, um dieses Problem zu lösen. Und das machen wir nicht mit einem, sondern mit 3, 4, 5 Blitzen. Die Blitze, wo sich Freiwillige finden, wo sich keiner findet, da arbeitet auch keiner dran, deswegen können wir es auch lassen erstmal. Aber da, wo sich welche dran finden, die haben auch Elan. Ja. Und dann haben wir halt eben Folgeworkshops geleitet von den Menschen, die sich freiwillig gemeldet haben, die auf dieser Tafel quasi verewigt haben, das sind unsere Ziele in 3 Monaten, daran sind wir messbar. Das sind die Namen und das sind unsere ersten Schritte, die wir machen wollen. Und an dem und dem Datum wollen wir, keine Ahnung, die ersten Messungen machen, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Das schreiben wir auf diese Metaplanwand oder auf diese Flipchart und damit gehen wir dann in den nächsten Workshop. Das heißt, wir haben ganz viel Verbesserungsmaterial gefunden in unserem Prozess. Also ich finde das mega spannend, weil es mal so eine Prozess, nicht nur Testprozess, sondern eine Prozessverbesserung ist, die auch wirklich sagen wir, haptisch und erlebbar ist. Ne? Also ich meine, häufig hat man ja, da macht man so ein Assessment, dann hat man so seine ganzen Tapeten da mit Excel, wo dann irgendwelche Bewertungen und dann sagt, ja, hier müsste man was an dem Prozess ändern. Schön tote Aber Grafiken. dann Ja, genau. also passiert auch nichts mehr. Ne? Also da sterben die Leute auch quasi an der Testprozessverbesserung. Und das ist ja jetzt hier wirklich total nahbar. Und ich glaube, also gerade so, ich glaube, das sind noch echt viele Aha-Momente drinnen für die Teilnehmer. Ne? Also gar nicht nur, dass sie das quasi ausarbeiten, aber auch diese Blitze da rauszufinden, diese Diskussionen zu haben. Ich glaube, da lernt man echt viel raus. Ne? Durchaus. Also ich mache das ja oft bei Firmen, wo die sagen, wir haben hier ein Problem und wir wissen aber noch gar nicht so, wie ich es löse und dann wollen die von mir immer eine Lösung haben. Ja. Und dann sage ich immer, ich kann euch keine Lösung liefern, weil ich arbeite ja gar nicht bei euch. Ich kenne ja nicht mal nichts in der Firma und ich kann jetzt nicht sagen, hier, das ist die Lösung aus der Tasche. Also aus der Hüfte schießen, das ist nicht mein Ding. Und dann sage ich immer, lasst uns doch mal erstmal euren Prozess analysieren. Und da finden wir so viele Dinge, die natürlich, ich habe ja aus der Moderatorensicht auch immer eine extrovertierte Brille. Das heißt, ich stehe so ein bisschen außen vor, gucke von oben drauf und ich versuche natürlich auch immer so ein bisschen das zu leiten. Gerade mit diesen Blitzen kann man natürlich den Fokus der Menschen auch auf bestimmte Bereiche lenken und sagen, hier, warum habt ihr denn da keine Automatisierung? Warum macht ihr das manuell? Oder warum macht das einer alleine? Warum ist das kein Pair oder was Ähnliches? Da kann man natürlich den Fokus so ein bisschen setzen. Die Aha-Momente kommen aber in dem Moment, wo die ganze Gruppe merkt, ja, wir haben da gerade ein Problem. Das ist uns nie wirklich aufgefallen, weil es grafisch optisch ist. Noch cooler ist der Aha-Moment tatsächlich, wenn man diese Fehlerworkshops macht mit diesem Klebeband.
Also wenn man da wirklich intensiv dran arbeitet, dieses ständige Unterdurchsteigen, da spürst du den Fehler abends im Kreuz. Genau. Und, Ja, sehr gut. Ja, Das ja. ist schön. Und am coolsten ist halt eben, wenn man dann irgendwo hängen bleibt und reißt das runter. Das ist dann, hey, Ja, noch ein freuen sich Kasten alle Bier, anderen freuen auch sich noch alle. mal. Ja, natürlich, keiner zahlt natürlich, aber ja, also das macht aber halt richtig Spaß. Also man hat eben Spaß und man hat ganz viele Aha-Momente. Man lernt halt viel über sich selber. Und ich finde, das ist das beste Lernen, das man machen kann. Ja, und es ist jetzt auch natürlich auch einmal so ein Schritt raus, wenn man sagt, wir haben jetzt uns ja immer stark um die Qualität des Produktes gekümmert, ne? Da auch mal diesen Blick auf die Prozesse zu legen, ne? Weil das ist ja schon etwas, was ja die Ursache häufig halt auch ist. Ne? Oder gibt es irgendwo die Stiefstände, an die keiner mehr denkt, die blinden Flecken, die man damit dann auch mit aufdecken kann. Ja, ne? ja, das ist richtig. Deswegen sagte ich ja schon eingangs, die Moderation ist ganz wichtig und auch die Kollaboration der Menschen. Wenn ich da Menschen habe, die nicht offen über ihre Prozesse reden oder die nicht miteinander können, weil da wirklich politische Probleme sind, dann nützt das beste Workshop-Format nichts, um da irgendwas zu machen. Wenn man da aber offen rangeht, dann kann man da wirklich sehr, sehr kritisch seine eigenen Prozesse hinterfragen. Und das machten die wenigsten. Die meisten fokussieren auch hier, wenn ich mir so viele Vorträge angucke, man fokussiert so stark aufs Testen. Und dabei ist es doch viel klüger, einfach Dinge zu tun, damit Fehler gar nicht erst entstehen. Ja, genau. Das ist doch viel der schlauere Weg. Heute Morgen in einer wirklich guten Keynote heute Morgen, die war, warte mal, von dir. Da Genau, war ich auch ne? dabei. Also genau, da Ja, die warst du hab auch ich auch dabei. Da wurde das ja auch schon thematisiert. Da ging es ja auch so ein bisschen in die Richtung. Du hast ja auch da schon gesagt, dass das quasi auch zukünftig mehr auf uns zukommen wird, dass sich das ändern wird. Und das ist eins der Formate, die dafür geeignet ist. Auf jeden Fall. Also finde ich auch echt klasse. Jetzt zu der Auswahl der Prozesse nochmal. Du hast gesagt, du beginnst mit einem Fehler quasi. Also du hast auf der einen Seite den Fehler und diesen Startpunkt. Jetzt gibt es natürlich auch 1000 Prozesse, die ich habe im Unternehmen. Von klein bis groß, von dick bis dünn, alles dabei. Wie wähle ich denn da das Richtige aus oder wie komme ich denn dahin, dass ich da wirklich auch was habe, mit dem ich dann gut arbeiten kann und nicht nach 5 Minuten nichts mehr weiß oder nach 4 Stunden noch immer kein Ergebnis habe? Ja, üblicherweise hast du irgendeinen Schmerz und der Schmerz bringt dich dazu, diesen Prozess zu analysieren. Also du machst das ja nicht einfach so aus, weil du mal Lust hast, mal einen Prozess zu analysieren. Und der Schmerz sollte in der Mitte sein. Ja. Also mittendrin, nicht am Anfang, nicht am Ende, sondern dieser Schmerzpunkt, den du irgendwie hast, sollte in der Mitte des Prozesses sein. Was da jetzt die Grenzen sind, hängt davon ab, welche Leute du herfährst. Wenn du niemanden aus dem Requirement bekommst, dann brauchst du diese Phase Requirements auch in diesem Prozess nicht beleuchten. Dann siehst du also nicht, die Idee ist geboren, sondern sagst du, das Requirement ist geschrieben oder so. Also dementsprechend musst du das machen. Und wichtig ist halt eben, dass du dir Zeit lässt für davor und für danach. Ja. Und ganz wichtig auch, nichts ist in Stein gemeißelt. Whatever happens, happens. Also ähnlich wie bei Barcamp oder bei Open Space Regeln, wenn die ganze Truppe sich plötzlich darauf fokussiert, den Prozess, was macht eigentlich der Kunde danach mit dem Produkt und wie werden die Fehler danach gemeldet und der ganze dann ist das so. Ja. Dann scheint das der Schmerzpunkt der Gruppe zu sein, wenn sich das so gruppendynamisch entwickelt. Aber üblicherweise sollte man vorher mit ein paar Beteiligte einmal den Fokus absprechen und sagen, was ist, was wir betrachten wollen. Lieber nicht zu groß machen. Ja. Und ein Tipp, den ich auch immer meinen Teilnehmenden gebe, ist, mach es einmal spielerhaft mit einem Prozess, der nichts mit der Firma zu tun hat. Also Plan einer Hochzeitsfeier oder was noch lustiger ist, Plan einer Scheidung. Ja, ist auch immer sehr witzig. Ja, also irgendwie ja, oder Schluss machen mit der Freundin oder irgendetwas. Ja, also irgendwie so ein bisschen Humor dabei vielleicht. Oder was ich einmal in einer Truppe hatte, die kannten Risk Storming und da ist ja immer das Beispiel der Todesstern von Star Wars. Ja. Und die haben gesagt, eben, lass uns mal Quality Storming machen und als Beispiel nehmen wir Eroberung des Todessterns. Ah ja, cool. Also das war dann so der Prozess. Ne? Die waren halt alle Star Wars verrückt und das hat auch wunderbar funktioniert. Da docken natürlich dann auch viel mehr an. Das ist ja Gamification dann schon. Absolut, genau. Eine Frage, die mir noch kommt, wie handhabst du das mit Management in der Konstellation? Also manchmal, die wollen ja da mitmachen oder gar nicht oder so. Also wie schaust du drauf, dass das in der Gruppe passt? Bin ich kritisch. Ja. Also ich habe kein Problem, das zu machen mit Managementrollen, also Menschen aus irgendwelchen Arten Führungsebenen, aber dann bitte nur Menschen aus dieser Führungsebene. Oder halt eben mit Menschen aus der Nicht-Führungsebene, also aus dem, ich sag mal, normalen mitarbeitenden Menschen. Eine Mischung ist schwierig, weil dann hast du sofort diesen Hippo-Effekt. Ja. Ne, wenn jetzt da mein Chef sitzt und ich aber weiß, er will aber das und das und wir machen es aber eigentlich nie, dann werde ich das niemals ranhängen so.
Ja, und wenn jetzt der Chef sagt, also das machen wir ja eigentlich so, und alle so, ja, natürlich, und schon hängen die, ja, das konterkariert natürlich alles, was wir da machen. Deswegen ist es also unklug, da Führungsrollen mit zwischenzusetzen, es sei denn, die können sich wirklich so gut zurücknehmen, dass die nicht mehr als Führungsrolle wahrgenommen werden. Das können nicht viele, es gibt ein paar, die das können, dann ist es okay, dann ist gar kein Problem. Ja, wenn die einfach nur als teilen. Ich hatte jetzt gerade ein Seminar bei einer coolen Firma, da war der Vorgesetzte von dieser ganzen Truppe, saß die ganze Zeit mit im Seminar. Das hat man null gemerkt. Und auch die haben sich überhaupt nicht so verhalten, als sei der Chef da vor Ort. Das ist natürlich wünschenswert, wenn es so ist. Das ist super, ja. Hast du denn aus diesem ganzen IT-Software-Leben auch was für dich als Koch gewonnen? Ja, also ich habe mich bestätigt gefühlt, also dass quasi 80% der Arbeit Vorbereitung ist. Ja. Das ist in der Küche genauso wie auch im Softwareleben. Ja. Also wenn wir Testautomatisierung betrachten, das ist ja so ein Steckenpferd von mir, 80% ist Vorbereitung und 20% ist eigentlich nur die Skripte erstellen. Das ist ein Abfallprodukt meiner Vorbereitung. Das ist in der Küche schon so gewesen. Dann nannte sich das Mise en place. Ein schlechter Koch hat Mist am Platz gemacht. Das ist auch was anderes. Und dieses Mise en place, also die wirklich gute Vorbereitung, das braucht man auch bei der IT, und dieses Wissen hat mich da eigentlich bestärkt. Ja. Und was ich auch also es gibt Bereiche, in denen einfach Vernetzung essentiell ist. In der Küche ist es auch so, aber gerade in der IT, das habe ich halt sehr, sehr stark lernen müssen, ist es essentiell, dass du dich vernetzt. Gerade wir als Tester, wir müssen vernetzt sein. Innerhalb der Firma, über die Hierarchiegrenzen hinweg, über die firmeneigenen Grenzen, das sind ja meistens Abteilungsgrenzen oder ähnliches hinweg, aber auch außerhalb der Firma müssen wir vernetzt sein, um unseren Job einfach vernünftig machen zu können. Wenn ich dann nur in meiner eigenen Küche koche, meiner eigenen Suppe koche, nur meinen Posten, in der Küche hat man ja sogenannte Posten, wenn ich dann nur meinen Salatposten mache und links und rechts nicht gucke, kann ich meinen Job durchaus gut machen. Ja. Das funktioniert nicht in der IT. Da muss ich zwingend verstehen, was andere machen. Ich muss was über Architektur wissen, ich muss was über Coding wissen, ich muss was wissen über, wie wird das Produkt angewendet, das ist nur über mein Produkt jetzt. Und ich muss halt auch wissen, wie die Welt drumherum passiert. Und das musste ich auf jeden Fall lernen. Und das habe ich auch mitgenommen. Und da hilft ja zum Beispiel auch so ein Quality Storming, ne? Weil man ja da natürlich auch ganz viel lernt, wahrscheinlich auch von den anderen wieder. Ne? Da ist halt Kommunikation wieder ganz weit vorne. Ja. Ne? Also da lerne ich auch von anderen Rollen, was die eigentlich tun. Ja. Vor einiger Zeit habe ich das gemacht, da waren also ein paar BA-Menschen dazwischen und der Rest waren irgendwie Coder und Tester. Und die haben dann erst verstanden, was machen diese BA-Menschen eigentlich. Ja. Und das Witzige war, danach hatten die einen Ansprechpartner. Und auch, ne, das hatte nachhaltige Effekte. Das heißt, die haben also Wochen später, haben die immer noch miteinander gesprochen über Dinge. Das hatte nichts mehr mit dem Quality Storming zu tun. Aber das waren plötzlich fachliche Sachen, wo die miteinander sich unterhalten konnten, weil die jetzt plötzlich ein Gesicht zu den theoretischen Menschen da drüben hatten. Und das hilft natürlich. Ja. Super. Lieber Georg, vielen lieben Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Hier auf der TACON. Genießt den restlichen Tag. Ich danke dir sehr, und das wird nicht die letzte Folge gewesen sein, das verspreche ich, die wir gemeinsam gemacht haben. Vielen Dank. Freue ich mich drauf. Alles Gute dir. Ne? Dankeschön, dir auch.